Herzlich willkommen, lieber Wassermann, zu einem weiteren Liebesvideo für dich. Das Geheimnis. Schauen wir uns hier eine Gegenüberstellung an, du und dein Herzmensch. Ist dieser Mensch der Richtige für dich? Triggerpunkte. Die Situation, was passieren wird und die langfristige Zukunft. Wir schauen tief hinein. Bewusstseinserweiterung, warum es so ist, wie es ist. Der Wassermann, das Geheimnis. Ich fange mit dir an, lieber Wassermann. Thema vom Wassermann. Der Wassermann, sagen Sie mir, hat generell gerade ein Thema. Es geht, unabhängig jetzt von dieser Legung, es geht darum, eine alte Wunde loszulassen, die auch hier mit verbunden ist, mit dem, was jetzt kommen wird. Sie sagen, lasse es selbst zu, nehme die Gelegenheit wahr, tief hineinzuschauen und diese umzuwandeln. Was auch immer damit gemeint ist, lieber Wassermann. Verabschiede diese Wunde. Ja, Angst, Schmerz. Danke, Spirit. Ja. Gerade gestern hatte ich ein Gespräch mit einem Wassermann. Angst, wie ich immer gerne zu sagen pflege, lieber Wassermann, ist ein Gedankenkonstrukt. Angst wird dann erzeugt, wenn du von deinen Erfahrungen die Quintessenz ins Hier und Jetzt bringst und an die Zukunft denkst. Keine Kontrolle zu haben über diverse Situationen und noch vermischt die Angst vor dem Schmerz, diesen Schmerz wieder erleben zu müssen. Der ganze Körper wird steif, kalt, du bist total von dir abgetrennt. Schmerzen im Bewegungsapparat. In der Liebe, lieber Wassermann, bist du aufgrund dieser Dinge nicht mehr flexibel. Nicht mehr flexibel, die Dinge auf dich zukommen zu lassen, ihnen einen Raum zu geben und sie wirklich für das annehmen, für das zu sehen, was sie sind. Oft steckst du entweder zurück mit dem, was du sagst, also das heißt, du sprichst nicht aus, oder genau das Gegenteil, du teilst komplett knallhart aus. Um schon quasi anzugreifen, bevor irgendetwas passiert, so nach dem Motto, Angriff ist die beste Verteidigung, und das ist nur dein Schutzschild. Auch in den Handlungen, die oft aus verletztem Stolz heraus getan werden. Du agierst aus Angst vor dem Schmerz mit deinem Partner, deiner Partnerin.
Und das ist oft sehr schwer zu handeln für dein Gegenüber. Denn dein Gegenüber weiß davon gar nichts, warum du eigentlich so reagierst. Auch möchtest du oft vorweg schon manifestieren, dass dieses und jenes geschieht. Diese Kontrollsucht, jeden Schritt planen, auf dass du einen ganz gewissen Schmerz nicht mehr spürst. Doch lieber Wassermann, vielleicht ist diese Person gerade deswegen in deinem Leben, auf das du wieder Vertrauen gewinnst und eben diese Angst loslassen kannst. Auch habt ihr im übertragenen Sinne Block für Block auf diese Angst aufgebaut und oft schon war diese Angst, diese aufgetürmten Blöcke, waren dabei zusammenzustürzen. Doch ihr habt es wieder geschafft, so ein U-Turn zu machen und alles zu stabilisieren an eurer Schutzmauer. Doch auch hier geht es um Authentizität. Jagt keinen verlorenen und vergessenen Geistern hinterher. Wir schauen uns dein Herzmensch an. Das Geheimnis von deinem Herzmenschen. Da bekomme ich gleich hier schweren Atem, sehr viel Druck lastet auf deinem Herzmenschen. Wir werden sehen, ob es der eigene Druck ist oder der Druck, den du überträgst oder kreierst. Vielleicht hat dein Herzmensch Angst, Falsches zu sagen, weil dein Herzmensch schon weiß, wie deine Reaktion sein wird. Und hat eben Angst, etwas Falsches zu sagen. Ja, dein Herzmensch hat Angst, sich verletzlich zu zeigen und kann somit nicht authentisch sein. Dein Herzmensch ist dein Spiegelbild. Jetzt wirst du sagen, ja, wie denn? Schmerz und Angst lassen auch dich nicht authentisch sein. Denn die Authentizität ist im Endeffekt die Liebe, die Akzeptanz dessen, was ist. Und wenn man innerlich sehr angespannt ist, ist es ja die ganz normale Konsequenz, dass du ja versuchst, dich und andere zu manipulieren, indem du ein ganz gewisses Outcome möchtest. Dein Herzmensch versucht dir Sicherheit zu geben, versucht dir verständlich zu machen, dass er immer da ist. Doch genau das ist deine Angst, dass er das eben nicht ist. Was soll dein Herzmensch tun? Dein Herzmensch braucht sehr viel Anerkennung deswegen von dir. Genauso wie du im Umkehrschluss sehr viel Sicherheit von deinem Herzmenschen brauchst.
Also ist es ein ewiger Kreislauf, in dem man sich in Abhängigkeit begibt, die aber eigentlich überhaupt gar nicht stattfinden müsste, sondern indem man seine Verletzlichkeit zeigt. Natürlich, viele haben die Erfahrung gemacht, sich einst verletzlich gezeigt zu haben und dies wurde nicht wertgeschätzt, sondern im Gegenteil, man wurde noch mehr verletzt. Doch oft können Menschen damit nicht umgehen, wenn man sich öffnet und die Reinheit zeigt, die in einem ist. Nun denn, stellen wir diese zwei hier gegenüber. Wie wirken sie auf dich? Die geistige Welt möchte dir das Bewusstsein darüber schenken, dass auch wenn dein Herzmensch manchmal öfter, ab und an, dir Ansagen macht oder du sagst, hey, sag mal, wie sprichst du denn mit mir? Erkenne, dass das aus einem unerfüllten Bedürfnis herauskommt. Geh nicht gleich auf Gegenangriff, sondern hinterfrage, warum ist das so? Warum reagiert mein Herzmensch so? Aber natürlich, das braucht Disziplin, das braucht Zeit, das braucht guten Willen. Die jetzige Situation, lieber Wassermann, schauen wir sie uns an. Auch vor lauter Angst, lieber Wassermann, gerade bei dir alles unter Kontrolle zu halten, unterdrückst du total deine Spiritualität. Es ist nicht der Weg. Es ist nicht der Weg. Lebe dich aus, so authentisch wie möglich. Denn dann geht es dir auch mit deinen Mitmenschen gut und deiner Liebe. Du brauchst niemanden, der dir Halt gibt und Kraft gibt. Wir alle wünschen es uns, natürlich. Aber im Endeffekt brauchen wir es nicht, denn wir sollen doch in uns selbst verankert sein, nicht? So, deine jetzige Situation, lieber Wassermann, mit deinem Herzmenschen. Ihr wollt beide gesehen werden. Doch wenn man sich versteckt hinter der Fassade, wie will man dann erkannt werden? Wie will man dann erkannt werden? Hier war ein Flipper. Ja, ihr sehnt euch beide nach Liebe. Ihr sehnt euch beide danach, dass der andere auf einen zugeht, dass ihr euren Kelch der Liebe überreichen könnt, doch beide von einer Basis des totalen Schmerzes heraus. Wenn du unbedingt, wirklich, wie man so schön sagt, auf Teufel komm raus, geliebt werden willst von dieser Person und sie dir aber nicht das geben kann, in dem Maße, wie du es möchtest, dann solltest du anfangen, dir ein paar Fragen zu stellen.
Wir machen weiter im Extended, lieber Wassermann. Das Extended, den Link findest du hier unten in der Infobox. Drück drauf, du wirst automatisch weitergeleitet. Ciao, bis gleich.